Stop warming your balls and get over here. Hey, are you listening to me? Sure, I am. You're hearing me. You ain't listening. Leave off, Granger. Look at him, or I'll make you. Boy, calm down, will you? Alright, I'm looking. What did I say then, eh? Just for the pain. That's it. That painted armor. Bloody savages, didn't I say? Yeah, you said it, Granger. Get off him. Oh, you think he's got blight? Sometimes it's harder to spot, yeah? Gets in your veins first. Clogs up your brain. You're infected before you know it. He's dead. Poor bastard reeks. Probably dead for days. You're new to this. It only gets worse after they're dead. Makes you almost sorry for him. My ass doesn't feel too sorry. Keep looking. Hallo, sei gegrüßt. Das soll ein neues Spiel werden hier. Veröffentlichung, naja, steht noch bevor. Ist noch nicht klar. Ein Horror-Survival-Spiel. Blight Survival. Ein Extraction-Light-Spiel. Ich weiß nicht, was Extraction-Light bedeutet. Mein DeepL-Übersetzungsprogramm. Übersetzt das noch nicht mal. Erfundenes Wort, weiß ich nicht. Naja, es wird so auch ein bisschen schon drüber gemunkelt, wird das brutalste Horror-Survival-Spiel 2026. Ja, nee, ich bin nicht der Meinung. Also, wir wollen mal ehrlich sein, ne? Es geht ja gar nicht mehr ohne brutal, oder? Es muss ja immer brutaler werden. Und wir Menschen stumpfen ja auch immer mehr ab. Ich glaube nicht, dass da eine Grenze erreicht werden kann. Ja, vielleicht doch, aber wenn nur eine ethisch-moralische, ne? Also von der Brutalität, glaube ich, haben wir schon alles gesehen, möchte ich sagen, was möglich ist. Ob in Horrorfilmen, Spielen, in Spielen gar nicht mal. Ich glaube, da wird mehr zensiert als in manchen Filmen, bin ich der Meinung. Also, ja, es soll für Einzelspieler sein, Koop. Aber mich irritiert ein bisschen das hier gar nicht.
Deutsch Untertitel. Das ist ja schon bald Standard, dass in Deutsch nichts mehr gesprochen wird hier. Nur noch in Englisch, Französisch. Wie auch immer. Aber wenn es jetzt kein Einzelspiel ist, also die Möglichkeit, es steht ja hier Einzelspiele, Online-Koop-Spiel. Wenn man das hier so ein bisschen liest, wenn ihr nebenbei mal lesen wollt, ja, steht ja auch geschrieben, ne? Bei dem du und bis zu 3 andere Spieler gegen Sterbliche und Monster antreten könnt. Ja, im verzweifelten Versuch die Quelle des Bleit, was heißt Bleit? Keine Ahnung. Einer tödlichen Plage. Ja, bla bla bla, wie jedes Spiel, ne? Ja, gehe dann, suche das, merze das Übel aus, mach wieder eine friedliche Welt, was aber nicht klappt. Irgendwie haben alle Spieler das gleich. Wenn ich mir aber so das Video angesehen habe, könnte es sein, ich sag mal, dass das Kampfsystem ja gut angepasst ist, sag ich mal. Es gibt ja wirklich Grottenspiele, da funktioniert das ja gar nicht, ne? Wir wollen ja kein Spiel schlecht machen, oder ich mache ja kein Spiel schlecht. Ich muss die Spiele ja nicht spielen, die schlecht sind, sag ich mal. Aber wenn ich dieses Kampfsystem von der Gothic-Reihe sehe, das ist grottig. Natürlich wird es immer verherrlicht von den Gothic-Fanatikern. Ist klar, ich mag das Spiel ja auch. Piranha Bytes ist ja auch super. Aber das Kampfsystem ist grottig. Kann man nur sagen, was er will. Da könnt ihr euch selbst verliebt dagegen stellen, gegen eine Meinung. Es ist grottig. Natürlich kommt man mit der Zeit näher. Klar, kam ich ja damals auch, 2002. Auch damit klar. Bloß, mir tun heute noch die Finger weh. Auf gut Deutsch sag ich mal. Ich habe es ja jetzt die letzte Zeit auch mal wieder versucht. Nein, ich habe es wieder aufgehört. Das ist grottig. Kann man ja sagen, was er will. Das hat mit dem Spiel ja nichts zu tun. Und so wie ich das hier im Video sehe, das mag möglich sein. So flüssig wie diese Kampfszenen ablaufen und diese Einblendung, dass man entweder durch Mausraddruck oder Drehen die nächste Waffe auswählen kann. Gut, da bin ich schon ein bisschen überzeugt, dass es besser sein wird. Ich glaube, das grottigste System, das bleibt bei Gothic bestehen. Egal, wer jetzt ein Remake macht oder sonst, ich glaube, das Grottige bleibt bei Gothic. Meine lieben Gothic-Fans, ihr mögt das ja alle, heuchelt ihr jeweils alle rum, die meisten von euch, aber ist egal. So, ein neues Spielgenre werden wir nicht entdecken, da bin ich überzeugt von, dass wir kein neues mehr entdecken, höchstens schlimmer, und das ist dann neu. Das mag sein. Wie gesagt, kämpfe dich mit bis zu 3 Freunden in einem rabiaten Koop-Action-Erlebnis. Ja, was nun? Nicht Einzelspieler für Einzelspieler? Stellen Sie Ihre Entscheidungsfähigkeiten auf Probe. Ja, das müssen wir in jedem Spiel machen. Also, ihr merkt, es wird uns hier nichts Neues erzählt, ne? Man muss es bloß, ja, sag ich mal, spannend erschaffen. Taugen Sie ein fesselndes Kampfsystem ein. Ja, okay, das wurde, glaube ich, auch so übersetzt, einfach so mit einem Übersetzer, weißt du, und fertig ist das. Tauchen Sie in ein fesselndes Kampfsystem ein, ne? Aber naja, heute ist ja alles KI, ne? Und KI, wissen wir, ist der Rotz der Nation. Das für Neulinge leicht verständlich ist. Naja, für Neulinge, was heißt für Neulinge? Wir alle kennen euer Spiel hier noch nicht, also sind wir alle neu, ja? Gut, okay. Aber wir kennen manche Kampfsysteme. Das mag sein. Aber gehe ich gar nicht drauf ein. Aber auch erfahrenen Spielern ein hohes Skill-Limit bietet. Okay, man kann schön leveln. Ja, je nachdem, wie freizügig ihr dann die XP verschleudert, ne? Umso schneller, höher können wir leveln. Ganz klar. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Waffen, Rüstungen, Talenten, naja, Skillbaum wie jeder andere, vielleicht ein bisschen anders grafisch gestaltet, aber wie jedes andere Spiel. Erkunde die vom Krieg verwüsteten Länder. Ja, das letzte, was ich gespielt habe, war Witcher 3. Und dieses Anfangsvideo kommt mir auch bald so vor. Die Schlacht ist beendet. Irgendein letzter rennt da übers Schlachtfeld, trifft noch einige Monster, Zombies, keine Ahnung, was das da jetzt war.
Ne, bei Witcher 3 waren ja die Wildhunde, die wir noch und die Ghule, die wir da noch getroffen haben. Also von daher so die Szene, ja, kommt mir da so ein bisschen abgeändert so vor irgendwo. Ja, Länder, achso, erkunde die vom Krieg verwüsteten Länder in einer Welt voller Geheimnisse und verborgene Schätze. Ja, ist auch in jedem Spiel gleich. Also nichts Neues. Erstmal für mich. Die Kämpfe im Video oder das hier schleicht sich da jetzt ran, ne? Und ja, überall für mich das Gleiche. Wie gesagt, es geht ja gar nicht mehr anders in der heutigen Zeit. Die Menschheit wird ja immer brutaler. Die wollen das brutal spielen. Mach jetzt mal ein Mittelalterspiel, wo es wirklich nur um den Markt geht, um diesen einfachen Handel des Mittelalters und das verkauft kein Mensch mehr. Die wollen alle nur noch kloppen und prügeln und stechen und schlitzen und hacken und Monster, ja, ist immer zweitrangig, ne? Also ich glaube, wir Menschen sind das größte Monster auf diesem Planeten und wir Menschen erschaffen die Monster, ne, die wir hier jetzt darstellen, in Spielen, in Filmen, ne? Ist ein mittelalterliches, kooperatives Extraction-Light-Spiel. Ich weiß nicht, was Extraction-Light heißt, keine Ahnung. Bei dem du und bis zu 3 andere Spieler, ne, gegen Sterbliche und Monster antreten. Eher Monster stellen mir auch. Sterbliche sind wie Menschen gemeint, ne, und Monster ist was? Auch für Menschen, wa? Also, ich sehe das immer ein bisschen nüchtern alles. Mich irritiert aber hauptsächlich die Systemanforderungen. Na klar werden die sich ändern, ist logisch, aber GTX 670 Grafikkarte, so klein kann das gar nicht sein. AMD, Radeon mit AMD kenne ich mich nicht aus, GTX 670, Arbeitsspeicher 4 GB. Okay, Prozessor 3470, 5er Serie, ja gut, hat glaube ich jeder heute. Netzwerk, Breitband, klar wegen Koop, ne, bestimmt. Koop. Speicherplatz 20 GB, verfügbarer Speicherplatz. Mich irritiert, Grafik, Arbeitsspeicher. Ich meine, für online wird es reichen, höchstwahrscheinlich, ne? Oder wie seht ihr das? Also für online. Was habe ich online? Sniper Fury spiele ich. Das ist ja ein Echtzeit-Online-Server, über einen Online-Server, ne? Also dafür wird mir von meiner Grafikkarte gar keine Fraps-Zahl angezeigt. Ich weiß ja nicht, was angezeigt wird, wenn man rein online spielt, also online spielt. Ob das wirklich so wenig Bedarf nur hat, Grafik und Arbeitsspeicher, mag sein, weil man verbindet sich ja nur zum anderen Server, ne? Und da liegt ja die Hauptlast, glaube ich. Speicherplatz 20 GB. Ja, das Spiel wird ja auch installiert auf unseren Rechnern, ne? Und wenn Updates raufkommen, die landen ja erstmal bei uns rein, ne? Über Steam ist auch klar. Aber das mit der Grafikkarte irritiert mich schon ganz schön. Irgendwie. Das kann gar nicht sein. Oder die jagen uns noch eine Demo raus, die ich dann spielen werde, ist ja ganz klar. Wie gesagt, deutsche Untertitel, ja, das kennt man 90%. Alles nur noch Englisch Gedöns. Weißt du, als wenn wir alle nur noch Englisch sprechen. Ja. Online Koop. Hier steht Einzelspieler. Online Koop. Also, was sagt ihr dazu? Also das irritiert mich ein bisschen. Natürlich ist alles spekulativ. Was ich jetzt quatsch, was andere auf YouTube quatschen über dieses Spiel und. Das ist alles eben seine eigene Meinung, seine eigene Vorstellung. Wenn ich keine Vorstellung habe, dann quatsche ich nur dummes Zeug irgendwo, ne? Aber ich preise nicht etwas gut an, wie es ja schon wieder gemacht wird. So bla bla und nee, das mag ich gar nicht. Da bin ich gar kein Freund von. Deswegen sage ich auch nicht, das wird auf keinen Fall das brutalste Horror-Survival. Blödsinn. In meinen Augen Blödsinn. Es gibt kein brutalstes mehr. Da brauchst du nur die Souls-Spiele gucken.
Die sind, ja, eigentlich sind die ja gar nicht brutal, ne? Wenn man das genau betrachtet, das sind dann auch richtig schöne, gleichmäßige, flüssige Kämpfe. Diese hier, die sind, möchte ich bald sagen, sogar, naja, ein bisschen überbrutalisiert. Nur um das Zeug verkauft zu kriegen. So kommt mir das immer vor. Ich muss da am besten einen dreiköpfigen Monster 4 Köpfe abschlagen können. Das wirkt doch bei den Gamern, oder? Da kommt doch Lust auf, mir meinen Schrott abzukaufen, wenn es fertig ist. Oder vorzubestellen. Das mache ich ja gar nicht. Da bin ich gar kein Freund von. Also, wenn hier keine Demo kommt, ja, dann warte ich erstmal ab. Auf euch, die ihr dann das Spiel kauft. Vielleicht, ja, das natürlich, wer 60, 70 Euro ausgibt, der jubelt das Spiel ja, bis zu den Fernerliefen, dass es super ist. Also da gebe ich dann auch wieder nichts drauf. Also man merkt schon, ob eine, ich sag mal, Bewertung schon annähernd ehrlich gemeint ist oder nicht, ne? Das merkt man, das spürt man schon raus und darauf warte ich dann halt, oder? Wenn zur Demo kommt, spiele ich sie. Wenn nicht, warte ich auf euch, wa? Ihr gebt das Geld aus. Ihr holt euch den aus. Auf YouTube oder sonst wo. Keine Ahnung, wer das da auch wieder kauft. Oder ihr macht gar kein Video, weil ihr euch sowas von schämt. Vorher gefeiert und ihr doch wieder rückwärts die Bank runtergeflogen. Oder ihr seid ehrlich und bewertet das, ne? Hier auf Steam dann, ne? Das ist dann immer lustig, wenn bei den Bewertungen steht, ich verstehe gar nicht, warum es so viel negative Bewertungen gibt. Nee, vielleicht bewerten die ehrlich und du nicht, ne? Oder? Gut, das wollte ich jetzt nur mal reinwerfen für dieses zukünftige irgendwann Spiel. Schaut auch rein, könnt gerne diskutieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss.